Paris, September 1348. Was du jetzt siehst, ist eine Stadt am absoluten Abgrund. In 24 Stunden wird die Hälfte dieser Menschen tot sein und niemand ahnt es. Die Katastrophe begann mit einem verfluchten Handelsschiff aus dem fernen Orient. Es legte im Hafen an, beladen mit kostbarer Seide, Gewürzen und dem sicheren Tod. Die Ratten kamen zuerst, Tausende von ihnen. Sie flohen von den Schiffen direkt in die engen, dunklen Gassen von Paris, wo sie sich rasend schnell vermehrten. Niemand beachtete sie oder ahnte, was sie trugen. Winzige Flöhe, infiziert mit einem unsichtbaren Killer, der ganze Kontinente grausam entvölkern würde. Der erste Tote wurde am 17. August im Hafenviertel gefunden. Sein Körper war übersät mit geschwollenen schwarzen Beulen. Die Ärzte waren vollkommen ratlos. Die Krankheit verbreitete sich mit erschreckender Geschwindigkeit. Innerhalb von 3 Tagen waren es 12 Tote, nach einer Woche über 100. Das war erst der Anfang. Die Pariser nannten es La Peste, die Plage Gottes. In Panik suchten sie nach Erklärungen. War es eine Strafe, Gift oder einfach nur böse Winde? Pestärzte trugen bizarre Masken mit langen Schnäbeln, gefüllt mit Kräutern und Blüten. Sie glaubten tatsächlich, das würde sie vor dem tödlichen Geruch schützen. Sie waren überzeugt, die Pest käme durch Miasma, vergiftete Luft. Ihr gesamtes medizinisches Wissen basierte auf diesem einen fatalen Irrtum. Bis Mitte September waren die Zahlen katastrophal. 800 Menschen starben täglich, die Straßen stanken bestialisch nach Verwesung, Tod und purer Verzweiflung. In ihrer Verzweiflung strömten Tausende in die Kirche. Notre Dame war bis zum letzten Platz gefüllt, wo sie stundenlang um göttliche Rettung beteten. Doch ihre Gebete verhallten ungehört. Gott schien taub. Die Situation eskalierte ins Unvorstellbare und das Sterben nahm jetzt erst richtig Fahrt auf. Anfang Oktober brach völlige Panik aus. Die Reichen flohen hastig aufs Land, während die Armen in der Stadt zurückblieben, eingesperrt mit dem Tod. Ganze Familien wurden ausgelöscht. Behörden versiegelten infizierte Häuser von außen und markierten sie mit einem roten Kreuz, das Grab der noch Lebenden. Die Symptome waren absolut grauenvoll. Riesige schwarze Beulen, rasendes Fieber und dunkles Blut sickerte unaufhaltsam aus der Nase und dem Mund. Die Geschwindigkeit war einfach unfassbar. Manche waren morgens noch gesund bei der Arbeit und lagen abends tot am Boden. Nur 8 Stunden bis zum Ende. Die Stadtwachen versuchten verzweifelt, die Ordnung aufrechtzuerhalten, aber gegen eine unsichtbare Seuche und die panischen Massen brach das System völlig zusammen. Kriminelle Banden nutzten das Chaos schamlos aus, sie plünderten die Häuser der Reichen. Es gab kein Gesetz mehr, nur noch das nackte Überleben. Die Priester starben als Erste, da sie den Kranken am nächsten waren. Ihr Glaube und ihre heilige Pflicht wurde ihnen zum tödlichen Verhängnis. Die Friedhöfe waren hoffnungslos überfüllt, man hob riesige Massengräber aus und stapelte die Leichen dort dicht an dicht, Schicht um blutige Schicht. Einige sahen darin Gottes Strafe für die Sünden der Menschheit, andere, getrieben von Angst und Hass, suchen verzweifelt nach irdischen Sündenböcken. Die jüdische Bevölkerung wurde zum Ziel falscher Anschuldigungen der Brunnenvergiftung. Irrationale Gewalt und blutige Pogrome brachen darauf in ganz Europa aus. Im November war die Bilanz verheerend. 30.000 Pariser lagen bereits in der Erde. Ein ganzes Drittel der Bevölkerung dieser einst prächtigen Stadt war tot. Paris verwandelte sich in eine Geisterstadt. Ganze Straßenzüge standen leer. Nur das Echo der eigenen Schritte hallte durch die stillen, verlassenen Gassen. Ohne natürliche Feinde vermehrten sich die Ratten explosionsartig. Sie beherrschten nun die Stadt, huschten durch jede Gasse und krochen in jedes Haus. Ganze Stadtviertel waren komplett entvölkert, keine Menschenseele weit und breit, nur der kalte Wind heulte durch die verfallenen Häuser und morschen Türen. Doch es gab auch Helden in dieser Dunkelheit. Der Arzt Guy de Joliac blieb standhaft. Er dokumentierte akribisch jeden Fall, obwohl er selbst infiziert war. Mit zitternder Hand schrieb er für die Nachwelt: Die Sterblichkeit ist so monströs groß, dass kaum die Hälfte überlebt. Wir sind völlig machtlos. Die wenig überlebenden Ärzte waren geschlagen. All ihre Methoden, ihr gesamtes medizinisches Wissen, es war nutzlos, komplett wirkungslos gegen die Pest.
Sie probierten alles, Aderlass bis zur Bewusstlosigkeit, exotischen Kräutertee, Gebete, doch nichts, absolut nichts half. Die Pest kannte keine Gnade. Mitte November erreichte die Pest ihren grausamen Höhepunkt. Die Todeskahn rollten ohne Pause. 1200 Menschen starben jeden Tag, alle 72 Sekunden ein Toter. Die Seine, der stolze Fluss, färbte sich rot. Nachts warfen verzweifelte Menschen heimlich die Leichen ihrer Angehörigen hinein, ohne jede würdige Bestattung. Die verbliebenen Kinder spielten zwischen den Toten auf den Straßen. In diesem Horror aufgewachsen, kannten sie nichts anderes. Der Tod war ihre Normalität. Die Pest zerstörte die Menschlichkeit selbst. Eltern ließen ihre kranken Kinder allein zurück. Kinder flohen vor den eigenen Eltern. Die Liebe starb vor der Angst. Das gesellschaftliche Vertrauen war zerstört. Jeder Mensch war potenziell tödlich. Nachbarn wurden zu Feinden, Freunde zu Gefahren. Die Isolation war total. Das war nicht mehr das pulsierende Paris von einst, die Stadt der Kunst. Sie war zu einem lebenden Abbild der Hölle auf Erden geworden. Doch Ende November geschah etwas Unerwartetes. Die Ärzte bemerkten eine subtile Veränderung in den Zahlen. Etwas hatte sich verschoben. Konnte das Sterben enden? Die tatsächliche Sterberate begann tatsächlich zu sinken. Ganz langsam, fast unmerklich. Die Ärzte wagten kaum zu glauben, was ihre Aufzeichnungen ihnen zeigten. Warum die Pest nachließ, bleibt ein Rätsel. War es die eisige Winterkälte, die Erschöpfung der Bakterien? Niemand verstand es damals wirklich. Die Überlebenden begannen äußerst vorsichtig, ihre verriegelten Häuser zu verlassen. Wie scheue Tiere lugten sie aus den Türen, bereit, sich sofort zurückzuziehen. Dezember 1348. Die Pest war noch immer präsent, eine tödliche Bedrohung, aber ihr eiserner, würgender Griff um die Stadt begann sich endlich zu lockern. Die erschöpften Totengräber bemerkten es zuerst. Die Todeskahn blieben öfter leer. Manche Tage gab es sogar Stunden ganz ohne neue Leichen. Als man die endgültige Bilanz zog, wurde das Ausmaß sichtbar. 50.000 Tote, die Hälfte der Bevölkerung von Paris war einfach verschwunden, ausgelöscht. Die Überlebenden waren für immer gezeichnet. Viele hatten ihre gesamte Familie verloren. Eltern, Geschwister, Kinder, sie waren nun ganz allein auf der Welt. Andere hatten ein medizinisches Wunder erlebt und die Infektion überstanden. Entstellt von Narben und traumatisiert, aber lebendig trugen sie die Geschichte weiter. Paris muss neu aufgebaut werden. Nicht die Gebäude, die standen noch. Es war die Gesellschaft, das Vertrauen und die Menschlichkeit, die restauriert werden mussten. Die Kirche hatte in den Augen vieler versagt. Gott hatte nicht geholfen. Der Glaube zahlreicher Menschen war zutiefst und unwiderruflich erschüttert worden. Doch trotz all dem Leid und der Dunkelheit fand das Leben einen Weg zurück. Das Leben ist hartnäckiger als der Tod. Es findet immer einen Weg. Jänner 1349. Die Stadt an der Seine atmet wieder langsam und vorsichtig, aber es war ein anderes Paris, verändert für alle Ewigkeit. Die schwarze Pest war nicht vorbei, sie würde wiederkommen, mehrmals, aber Paris hatte das Undenkbare geschafft. Die Stadt hatte gegen alle Wahrscheinlichkeiten überlebt. Aber was hatten die Menschen aus diesem Horror gelernt? Anfangs erschreckend wenig. Die wahre Lektion würde Jahrhunderte brauchen, um wirklich verstanden zu werden. Die wahre Ursache, das Bakterium Yersinia pestis, würde erst 1894 entdeckt werden, 556 Jahre zu spät für die Millionen von Toten. Aber die Gesellschaft veränderte sich fundamental. Die wenigen überlebenden Arbeiter erkannten ihren Wert, forderten höhere Löhne und die Arbeitgeber mussten nachgeben. Das starre, feudale System des Mittelalters begann unaufhaltsam zu zerfallen. Die Pest hatte weit mehr getötet als nur Menschen. Sie tötete eine Weltordnung. Kunst und Kultur wurden für immer verändert. Gemälde wurden dunkler, realistischer. Der Tod war nun ein allgegenwärtiges Motiv. Die Unschuld war verloren. Die Medizin begann langsam einen neuen Weg zu beschreiten. Statt nur zu beten, begannen einige mutige Ärzte Fragen zu stellen und zu beobachten. Und auch Paris wurde Stein für Stein wieder aufgebaut. Die Stadt erhob sich aus der Asche wie ein Phönix. Stärker, widerstandsfähiger, aber die Narben blieben. Chroniken wurde 1348 notiert als das Jahr, in dem Gott uns vergaß. Aber Paris vergaß nie. Die Erinnerung brennt ewig. Die schwarze Pest tötete ein Drittel der europäischen Bevölkerung, 25 Millionen Menschen. Es war die größte demografische Katastrophe der Menschheit.
Doch die Geschichte lehrt uns, selbst die schwärzeste Nacht endet unweigerlich mit einem neuen Morgen.